Zeitenwende. Die Baubranche im Klimawandel. Kommt nach dem Bauboom jetzt die Bauscham? Ein prioritäres Ziel ist, die weitere Zersiedelung unseres Landes eben zu stoppen, zugunsten der Erhaltung von, Freiflächen. Den Neubau stoppen? In Hessen fehlen rund 270.000 Wohnungen. Das, was früher der schwierige Spagat war, ist heute eigentlich die Quadratur des Kreises geworden, also eine fast unlösbare Aufgabe. Der Zielkonflikt beim Bau. Klimaschutz oder bezahlbares Wohnen? Noch wird in Hessen gebaut, doch damit könnte bald Schluss sein, denn beim Neubau gibt es einige Baustellen. Neubau bedeutet Flächenversiegelung. Bauen verursacht hohe CO2-Emissionen. Die Baukosten explodieren durch strenge Klimavorgaben. Ein großes Problem, das die Baubranche mit sich bringt, ist die Flächenversiegelung. Und die nimmt in Deutschland rasant zu, sagt Annette Maut-Juppin von der TU Darmstadt. Es werden in Deutschland täglich umgerechnet 80 Fußballfelder für neue Verkehrsflächen und Bebauungsflächen praktisch belegt. Und das sind natürlich Zahlen, mit denen man sich beschäftigen muss. Hessen ist das Bundesland mit der dritthöchsten Flächenversiegelung. 48,44% sind bereits bebaut. Spitzenreiter ist Rüsselsheim mit 65%, dicht gefolgt von Hanau und Darmstadt. Das Problem? Regenwasser kann nicht versickern. Versiegelte Flächen heizen sich stark auf. Viele Städte wollen deshalb die Versiegelung minimieren. So auch der neue Planungsdezernent Markus Gwechenberger in Frankfurt. Man merkt ja, wenn man durch die Stadt läuft, die Orte, wo wenig Grün ist, sind sehr unangenehm im Sommer, während eben Orte, wo wir eben mehr Grün haben, natürlich eine viel, viel höhere Qualität haben. Und wenn man sich eben die Dichtewerte anschaut, also wie viele Menschen sollen denn dann dort mal künftig wohnen pro Quadratmeter oder pro Hektar, dann stellt man eben fest, dass Einfamilienhäuser eigentlich in Frankfurt nicht mehr zulässig sind. Auch andere Städte in Hessen möchten den Bau von Einfamilienhäusern einschränken. Hanau schreibt uns: Wir setzen die Priorität auf Mehrfamilienhäuser und urbane Wohnformen. In Wiesbaden sollen Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser nur noch in Ausnahmefällen erteilt werden. Und das, obwohl das Einfamilienhaus der Traum von 80% aller Menschen in Deutschland ist. Das ist ein Traum, der zerplatzt. Das Einfamilienhaus ist ein Traum vieler Menschen. Also das teilen wir, glaube ich, alle. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir gerade in der Planung Alternativen. Also Mehrfamilienhäuser und große Wohnblöcke. So soll für viele Menschen möglichst wenig Boden versiegelt werden. Immerhin fehlen in Hessen aktuell 270.000 bezahlbare Wohnungen, sagt Axel Tausendpfund vom Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, der 200 Unternehmen in Hessen vertritt. Sozialer Wohnungsbau heißt ja, dass die Mieten eben bezahlbar sind für die Menschen, die eben geringe Einkommen haben, die eben mittlere Einkommen haben und Schwierigkeiten haben, sich auf dem Markt eben eine Wohnung zu besorgen. Deswegen müssen die Mieten eben auch niedrig bleiben, denn das ist eben gerade die Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus. Und gleichzeitig haben wir aber sehr hohe energetische Anforderungen, die die Kosten nach oben treiben. Denn strenge Klimavorgaben lassen die Baukosten explodieren. Sie stiegen in den vergangenen 20 Jahren für einen Quadratmeter Wohnfläche um mehr als 300%. Um dann noch kostendeckend vermieten zu können, müssten Mieten von 16 bis 20 Euro pro Quadratmeter genommen werden. Man darf das eine gegen das andere auch nicht ausspielen. Also man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt, es muss am Ende eben gelingen, die Bezahlbarkeit des Wohnens und den Klimaschutz in Einklang zu bringen. Der Grund für die immer schärferen Klimavorgaben: die hohen CO2-Emissionen. Für 38% ist das Bauen und Wohnen verantwortlich. Vor allem der Abriss und Neubau und der Betrieb älterer Gebäude treiben die Werte nach oben. An diese Erkenntnisse hat die Regierung Anfang des Jahres ihre Förderpolitik angepasst. 2020 wurden Sanierungen noch mit 5 Milliarden gefördert, der Neubau mit 10 Milliarden Euro. Seit 2023 ist es genau andersrum. Die Sanierungen steigen auf 13 Milliarden Euro, die Förderung für Neubauten werden auf 1,9 Milliarden Euro gekürzt. Auch der Umbau von Bestandsimmobilien, wie zum Beispiel Bürogebäude in Wohnungen, soll damit vorangetrieben werden. Das ist aber mit durchschnittlich 5.000 Euro pro Quadratmeter noch so teuer, dass diese Maßnahme kaum eine Rolle spielt.
Man guckt ja immer so in Frankfurt rum und sagt, es stehen Bürogebäude leer, warum nutzt man die eigentlich nicht zu Wohnungen um? Nein, die Antwort ist ganz einfach. Es ist meistens günstiger abzureißen und neu zu bauen, als umzunutzen. Nicht nur der Bau, auch das Wohnen ist in der Klimafrage ein immenser Faktor. 60% aller Häuser sind älter als 40 Jahre. Umso entscheidender wird sein, ob mehr Sanieren und weniger Neubauen gelingt.